Die Lofoten im Sommer, das ist ein schmaler Grat. Der Grat zwischen dem Erleben einer Natur, die so gewaltig ist, dass sie dir den Atem raubt, und dem Gefühl, auf einmal selbst Teil eines Massentourismusproblems zu sein. Auch wir werden fast magisch angezogen von dieser ikonischen Inselkette. Wir haben unglaubliches Glück, das Wetter meint es gut mit uns. Und trotzdem, wir haben uns vorgenommen, diese Reise mit offenem Blick zu machen. Wir wollen euch mitnehmen auf einen ehrlichen, ungeschönten Einblick mitten hinein in die Lofoten zur absoluten Hauptsaison. Und unser Fazit am Ende dieser Reise wird euch vielleicht überraschen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Peace! Wir haben heute Vormittag Senja die Insel verlassen, aber über Landweg, also nicht mit der Fähre direkt auf die Lofoten. Wollten uns noch mal ein bisschen Bedenkzeit geben, ob wir den Weg wirklich auf uns nehmen, auf die Inselgruppe. Aber wir sind zumindest schon mal auf dem Weg dahin und die Natur und die Landschaft ist auf jeden Fall schon mal wieder gigantisch. Wir haben so ein Wechselbad aus Sonne und Wolken. Wechselbad, sagt man das so? Ein Wechselmix aus Sonne und Wolken und genießen einfach die Landschaft aus dem Auto raus erstmal und gucken uns einfach ein bisschen um, wo wir den nächsten schönen Stellplatz finden. Diese Fahrten hier durch Norwegen sind echt spektakulär. Das ist echt krass. Macht richtig Laune, auch wenn es regnet. Aber ist trotzdem schön. Da fährt man einfach so mir nichts, dir nichts durch die Gegend. Ich meine, wir haben auch schon wieder echt 11:15 und dann stehen da einfach so 3 Elche am Straßenrand und gehen auf die andere Straßenseite und gucken da aus dem hohen Gras raus und galoppieren dann einfach los. Wie schnell sind die einfach? Das ist ja abgefahren. Und ja, mittlerweile ist unser Elch-Count bei Nummer 9 jetzt. 9 Elche! Insgesamt 9 Elche auf unserem Skandinavien-Trip gesehen. Aber die jetzt hier gerade, die standen ja neben unserem Auto, ja. also direkt. Die waren am nächsten und ich würde auch sagen, eigentlich alle haben wir immer am Abend gesehen. Ja. Immer so ab 9 Uhr abends. Also es lohnt sich wirklich, abends noch lange unterwegs zu sein. Weißt du was, Svenny? Ja. Ich glaube, mich knutscht ein Elch. Ich hoffe, ich bin nicht damit gemeint. Das hast du gesagt. Ja, irgendwie war heute ein gemischter Tag, aber das Erlebnis hat wieder alles irgendwie wettgemacht. Das ist einfach faszinierend. Das sind echt so krasse Tiere. Ja. Sehr durchwachsenes Wetter. Haben auch gerade im Regen nochmal ein Päuschen gemacht.
Sind jetzt auf dem Weg zum Stellplatz. Wollten eigentlich heute weiterkommen, haben es aber irgendwie nicht geschafft. Ja, so ist das. Dafür Elche. Wir sind angekommen, runter was the easy part. Jetzt haben wir erstmal eine richtig schöne, entspannte Nacht und dann gucken wir, ob wir morgen wieder hochkommen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben sehr gut geschlafen. Es war richtig still hier. Richtig angenehme Nacht. Plus der Wetterbericht, die Wettervorhersage hatte sich geändert. Eigentlich sollte es heute Nacht anfangen zu regnen und dann den ganzen Tag eigentlich durch. Und jetzt haben wir ja quasi schon fast Sonne und heute Nacht hat es auch nicht geregnet. Sprich, wir können jetzt hier entspannt in den Tag starten und dann irgendwann losdüsen. Und ja, so langsam erwischt mich die Erkältung auch, die Basti sich eingefangen hat. Auf kleinem Raum, in kleinem Zelt und kleinem Auto gibt es da wohl kein Entkommen. Aber es gibt keine bessere Luft, wo das hätte passieren können, wie am Meer. Wir haben eine richtig frische, salzige Luft und ich hoffe einfach, es wird schnell wieder besser. Ich stehe hier einfach im T-Shirt. Vitamin D. Gerade im Dachzelt unterwegs sind wir eigentlich den kompletten Tag draußen und meine Haut ist einfach komplett dem Wetter ausgesetzt. Also sei es Sonne, Regen oder rauer Wind. Und gerade jetzt hier im Norden merke ich einfach richtig, wie meine Haut nach Feuchtigkeit lechzt. Und weil meine Routine im Camper so einfach wie möglich sein muss und damit meine Haut nicht müde, sondern energie- und frisch aussieht, nutze ich gerade aktuell das Botanical Lifting Duo Set von Rosenthal Organics. Das Set besteht aus 2 Produkten und als erstes habe ich hier das Serum, das ist mit Koffein und Hyaluron und gibt direkt so einen frischen Kick und lässt die Haut morgens direkt wach, heller und frischer aussehen. Und das Koffein mit da drin unterstützt einfach nochmal die Durchblutung. Und ergänzend dazu habe ich noch eine Maske, die trage ich 2- bis 3-mal die Woche abends nochmal auf. Und das ist dann nochmal eine perfekte Pflege über die Nacht. Und ein schöner Nebeneffekt ist natürlich, dass ich am nächsten Morgen ebenmäßig und glatte Haut habe und direkt ready bin für den nächsten Tag. Neben dem Set benutze ich noch den Botanical Lifting Effect Moisturizer. Den habe ich so ein bisschen als Alltagspflege mit dabei und trage ich ja wie eine Feuchtigkeitscreme eigentlich immer nochmal nach dem Serum auf.
Wenn eure Haut also auch so einen frischen Kick gebrauchen kann, dann habe ich jetzt einen richtig coolen Deal für euch, denn mit unserem Code spart ihr aktuell 25% auf euren Einkauf im Onlineshop. Und das Beste zum Schluss, als Neukunde bekommt ihr ab einem Mindestbestellwert von 79 € noch ein kleines Gratisgeschenk obendrauf. Ich packe euch alle Infos unten nochmal in die Videobeschreibung und wir packen jetzt so langsam zusammen und machen uns auf Richtung Lofoten. So, Zelt ist zusammengebaut. Den Rest räumen wir jetzt noch ein. Dann sind wir quasi schon wieder abfahrbereit, denn es soll heute noch regnen. Noch sieht es irgendwie überhaupt nicht danach aus. Das ist ganz geil. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Aber wir müssen vor dem Regen auf jeden Fall hier rausfahren, denn das wird sowieso schon tricky. Es ist so eigentlich der krasseste Offroad-Platz, den wir bisher hatten. Wir haben gelesen, dass hier einmal die Woche mindestens einer rausgezogen wird, der es vielleicht ein bisschen unterschätzt hat. Und wir hoffen, dass wir nicht rausgezogen werden müssen. Aber wir wollen deswegen vor dem Regen, bevor das komplett matschig ist, auf jeden Fall hier hoch und rausfahren. Deshalb alles zusammengepackt und raus hier. So, das war unser erster richtiger Offroad-Platz und das Offroad rausfahren. Und ganz ehrlich, der Jimny, der hat das weggelächelt. Also das hat noch nichts damit zu tun gehabt, und den Jimny irgendwie an irgendwelche Grenzen zu bringen. Aber es macht trotzdem Bock. Und ich freue mich jetzt schon aufs Offroad-Training mit dem Busbastladen. Ja, das Interessante ist ja immer, dass man solche Sachen auch erstmal erfahren muss. Ja, also voll. im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil ich mit dem Amarok auch noch nicht solche Sachen gefahren bin. Und wenn es jetzt richtig, richtig gepisst hätte, glaube ich, wäre das auch nochmal ein anderer Schnack gewesen. Wollen wir noch mal warten, bis es Auf richtig gar regnet? keinen Fall. Das machen wir schön unter kontrollierten Bedingungen Na im gut. Training und dann Ja, ist aber das macht schon echt Bock. wichtige Regel eigentlich, ne? Wenn man sich nicht sicher ist, ob man irgendwo hoch oder runter kommt. Wenn man Stellplätze anfährt, hoch, probier einfach, runter nicht, wenn du dir unsicher bist. Ja, Weil wenn du das runterfährst stimmt. und nicht mehr hochkommst, ist Kacke. Aber wir haben das ja gestern, sind das alles abgegangen und haben Genau. das auch sehr gut nochmal uns angeguckt. Also das war jetzt nicht ganz amateurhaft, was wir da Nein, und gemacht das war auch wirklich abzusehen. Also ein bisschen Erfahrung habe ich ja dann schon Ja. auch, dass wir das schon hinkriegen. Ja, und Inklusive Glück mit Sonne. Senior Grogu hier, der hat gesagt, warum habt ihr den 4WD überhaupt eingeschaltet? Okay, wir haben es gewagt. Wir sind auf den Lofoten. Lofoti! Yes. Und der Tag, der heute einfach komplett regnerisch sein soll, hat sich nochmal ein bisschen gewandelt in einen Sonne-Regen-Mix-Tag. Aktuell ist es auch eher regnerisch, aber es soll später ein bisschen aufklaren und nur noch bewölkt bis sonnig sein. Wir sind sehr gespannt. Und jetzt fahren wir einfach so lange ein bisschen und genießen die Fahrt und die Aussicht. Nach jeder Kurve denken wir, Alter, das kann nicht schöner werden. Und gerade würde ich sagen, ist es von der Menge an Campern und Touristen, die wir so bisher gesehen haben,
entspannt, oder? Also okay für uns. Wir wissen natürlich nicht, wo sich das alles ballt und wir sind auch noch lange nicht, glaube ich, an den Hotspots angekommen. Ja, das ist es eher. Und die Parkplätze sind auch immer gut besucht, wo eine Wanderung losgeht. Aber ja, wir haben uns heute eher für Roadtrip Sightseeing entschieden, weil wir beide sehr angeschlagen sind und eine Wanderung wahrscheinlich steil hoch nicht so mitmachen. Aber wir suchen uns natürlich doch die ein oder anderen Highlights. Hinter jeder Ecke kommt einfach nur immer wieder das nächste Wow. Das ist einfach so abgefahren. Wir sind in Henningswehr und hatten ziemliches Glück mit dem Stadtparking hier. Und mit der EasyPark-App kann man auch ziemlich entspannt einfach ein Parkticket ziehen und verlängern, je nach Zeit, die man eben braucht. Wir haben jetzt mal eine halbe Stunde eingestellt und können dann einfach unterwegs per App das einfach verlängern, falls wir länger hier bleiben wollen. Mega gut, sogar hintereinander eingefunden. Und jetzt gucken wir uns mal das süße kleine Stadtchen an. Unser erster Weg führt uns über schmale Ursprungsstraßen vorbei an den typisch roten Holzhäusern direkt nach Henningswehr. Ein Ort, wie er malerischer kaum sein könnte. Die bunten Fassaden schmiegen sich fast schon vorsichtig an die dunklen Felswände, während der Duft von Meersalz und getrocknetem Dorsch durch die engen Gassen zieht. Hier trifft klassisches Fischeridyll auf die raue See. Mit einer heißen Schokolade im Magen erträgt sich das Wetter doch gleich viel besser. Und eine kleine Aussicht haben wir auch hier bekommen. Und ich kann ja wohl nicht aus diesem süßen Örtchen abhauen und eine norwegische Zimtschnecke essen. Boah. Das ist ja richtig gut. Viel besser als die schwedischen. Geil. Schmeckt mega. Genau die perfekte Zimtdosis. Richtig cool, wir haben echt mega Glück mit dem Wetter. Eigentlich sollte es heute und auch morgen den ganzen Tag regnen. Wir haben gehofft, dass wir mal die ein oder andere Pause kriegen und haben wir. Es ist sogar mal so ein Mini-Mühe die Sonne rausgekommen. Richtig cool. Und jetzt regnet es auch gerade nicht. Wir sind echt happy. Und witzigerweise haben wir gerade auch noch festgestellt, dass wir an dem Ort, in dem wir waren, dass das auch
der Ort mit diesem berühmten Fußballplatz ist auf den Lofoten. Das hatten wir wie gar nicht auf dem Schirm. Deswegen haben wir uns das natürlich auch nochmal angeguckt, weil es ist nur ein Fußballplatz, aber irgendwie ganz schön spektakulär. Könnte man mal spielen wollen als Fußballer, oder? Ja, ich hatte Bock. Schon ganz cool auf jeden Fall. Das ist wirklich so verrückt, wie spektakulär es hier aussieht und wie ruhig die Meeresausläufer hier sind. Dass das eigentlich wie spiegelglatte Seen aussieht. Das ist echt faszinierend. Wirklich verrückt. Und was für schöne Grundstücke hier stehen. Eine kleine Hütte da drauf, so alleine auf so einer kleinen Mini-Insel. Mega cool. Also wenn das nicht der schönste Campingplatz ist, den... Wir hatten bisher sehr viel Glück, was Wetter und Menschenmengen und so hier auf den Lofoten angeht. Aber ein bisschen Reality-Check. Wir wurden alle so hungrig, dass wir jetzt anhalten mussten und die schönen Spots natürlich alle schon belegt waren und vergeben waren und wir jetzt hier auf einem riesigen Parkplatz stehen. Überall brüllen Ducatos durch die Gegend. Im Regen. Im Regen und machen uns jetzt Sandwiches. Aber Das macht die Welt besser, da braucht man gar nicht irgendwie sagen, dass es alles doof sei. Nee. Guck mal, da Ja. ist schöne Ja. Aussicht. wir müssen nur dahin gucken. Guck mal, das wird schon auf so ein ekliger Parkplatz, wird das schon empfunden hier. Ich hätte es ja auch alles ausblenden können und den Strand filmen können Ja. und das alles so zusammenbasteln können, dass das aussehen würde. Es wären wir ganz allein. Ja, aber das machen wir nicht. Ja, aber es ist ja trotzdem mega geil, oder? Aber guck mal, so würde es aussehen, als würde nur der Chimney hier stehen. Mit krasser Kulisse. Aber ganz ehrlich, das könnte auch in der Schweiz sein, Ja. wenn ich mir das so angucke. Vielleicht sind wir Vielleicht sind wir auch in der Schweiz. Ja, da hinten ist Meiringen, da. Wir halluzinieren schon, weil wir so hungrig sind. Ja. Das ist eigentlich unser Signature. Nimm dein wenn wir Sandwich was raus, essen. jetzt sag ich pro Platz.
Jetzt nimm mal hier dein Sandwich raus. Wirklich. In unserem... Wenn ihr im Übrigen mal sehen wollt, wie der Jetzt Jimny die von Leute hinten... nicht. Hallo, hier wird ein Take gemacht. Die läuft nicht. Ja, aber ich habe da drauf gedrückt und dann läuft sie. Das ist verrückt. Das ist irre. Hab ich nie mitgekriegt, Ja. dass du es gemacht hast. Was ich sagen wollte ist, wenn ihr mal den Jimny von hinten sehen wollt, vermute ich, weiß nicht, ob Manu auch mal nach vorne gefilmt hat, aber dann schaut mal bei Schalldose on Tour rein. Der macht nämlich hier einen richtig geilen Lofoten-Vlog. Und dann könnt ihr auch mal sehen, wie der Jimny fährt und nicht immer nur von innen aus dem Jimny raus. Also und ihr könnt natürlich auch sehen, was Manu macht. Ihr könnt nicht nur den Jimny sehen. Aber der Jimny ist schon das Highlight, muss man ganz ehrlich zugeben. Aber sowieso, einfach mal Schalldose on Tour, YouTube vorbeigucken. Da kann man nämlich nicht nur schöne Dinge sehen, sondern im Gegensatz zu uns kann man da auch mal was lernen. Willst du noch was hinzufügen, was man bei Schalldose on Tour noch erleben kann? Spaß und Hüten. Spaß in Tüten, bitte. Was braucht es mehr? Auf jeden Fall einen Sandwichmaker. Und das finde ich alleine ist es schon wert. So, wir sind satt und die Hunde dürfen jetzt hier am Strand nochmal eine Runde flitzen. Es war richtig schön, die Sonne kam nochmal raus und wir machen uns jetzt weiter auf den Weg Richtung Oilofoten oder wie das heißt. Die Sonne neigt sich langsam dem Horizont entgegen, während sich dichte Regenwolken wie ein schwerer, dunkler Vorhang über den Tag legen. Sie läuten ganz leise das Ende unserer Reise über die Lofoten ein. Für uns geht es jetzt immer weiter Richtung Oilofoten, direkt zur Fähre zurück aufs Festland. Jetzt heißt es Daumen drücken, dass wir auch am Hafen spontan noch einen Platz auf dem Schiff bekommen.
Wir sind auf der Fähre. Das Timing hätte besser nicht sein können. Es ist gerade 11 Uhr abends und wir werden jetzt die Fähre von Maskenes nach Bodo aufs Festland nehmen. Die Fahrt dauert so ungefähr 3 Stunden. Also es wird ein sehr langer Tag werden. Und ich nehme mal an, wir sehen uns einfach morgen früh wieder. Und dann gibt es auch ein kleines Fazit von uns von den Lofoten. Ein kurzes, intensives, aber wunderschönes Intermezzo. Bevor wir losgefahren sind, hatten wir jetzt gerade noch mal eine Teambesprechung, was die nächsten Kilometer angeht, die wir machen wollen. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir südlich von Bodo jetzt hier nochmal die Küstenstraßen machen wollen, auch wenn sie wesentlich mehr Zeit und wesentlich mehr Kilometer in Anspruch nehmen. Aber ja, irgendwie haben wir das Gefühl, wir möchten noch ein bisschen mehr Zeit an der Küste und an den Fjorden verbringen. Und deshalb, genau, schlängeln wir uns jetzt den kleinen Wegchen entlang. Okay, ich bin schon wieder die glücklichste Person der Welt, weil hier an unserem kleinen Zwischenstopp gibt es links und rechts überall Himbeersträucher und ich kann Beeren sammeln. Das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Das ist so schön, dass es das hier einfach in Unmengen und so viel gibt und perfekt für jedes Frühstück. Ich glaube, wenn man die Kulisse sieht, muss man nicht mehr viel sagen, warum wir noch so viel Lust hatten auf Küste und Fjorde und einfach dieser dramatische Kontrast zwischen diesen Wolken und Bergen und Sandstränden und überhaupt alles ist einfach so gigantisch und Peppi liebt einfach den Strand und Mila auch und wir auch und die Seeluft tut uns einfach gerade so unfassbar gut. Plus wir können mit unserer Erkältung einfach auch überhaupt nicht in den Bergen gerade krasse Wanderungen machen, weil wir ja schon nur von diesem kleinen Sprint hier am Strand unendlich außer Puste sind und hier ist es einfach so unfassbar schön. Wir haben jetzt hier lecker gegessen und auch noch ein bisschen am Laptop gearbeitet und dachten uns einfach,
Wir sind gestern so viel gefahren und waren so lange bis spät in die Nacht unterwegs. Wir fahren jetzt nicht mehr weiter, wir bleiben einfach hier. Hier ist ein wunderschöner Strand. Hier gibt es warme Duschen, haben wir sogar entdeckt in diesem kleinen Häuschen hier gegenüber. Und wir haben hier einen Tisch zum Arbeiten. Das Wetter ist schön und deswegen, genau, bleiben wir die Nacht einfach hier und nutzen dann morgen den herrlichen Sonnenschein. Und weil jetzt einmal so richtig schön die Sonne noch rausgekommen ist, haben wir uns eine heiße Schokolade gemacht. Der ein oder andere mit einem extra Aufwärmer für die Nacht. Und gehen jetzt nochmal an den Strand und genießen den Sonnenuntergang. Ein Lofoten-Fazit. Ein Lofoten-Fazit. Kurz und knapp. Eine der schönsten Regionen, durch die ich jemals gefahren bin. Hört, hört. Ja, also absolut fantastisch und man verzeiht es, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen voller ist. Aber irgendwie dadurch, dass wir an einem Tag da durchgefahren sind und auch nicht da geschlafen haben, die Sonne rausgekommen ist, ich war einfach dankbar, dass das Wetter nicht so war wie angekündigt und wir echt traumhaftes Licht hatten. Also bleibe ich dabei, eine der schönsten Regionen, durch die wir jemals gefahren sind. Also ich muss auch sagen, das war schon beeindruckend, diese schroffen Felsen direkt am Meer. Lichtspiel, unfassbares Lichtspiel. Aber voll, also wirklich jeder Bucht stand irgendwie ein Camper und wir waren ja jetzt quasi schon nach der Hauptsaison da, gerade so, also es flacht gerade ab. Und ich glaube, da einen schönen, einsamen Platz zu finden, ist nicht möglich. Man muss, wenn man auf die Lofoten möchte und viel sehen will, glaube ich, sich einfach einen Campingplatz buchen, in der Woche, Tagesausflüge machen. Und wenn du spontan unterwegs sein willst, dann übernachte vor den Lofoten, fahr rein, guck dir was an und fahr wieder raus. Und wenn du nochmal rein willst, dann fahr nochmal rein. Aber also das war schon voll, aber ich meine, man kennt es an so vielen anderen Ecken und Enden dieser Welt, wo tolle Sachen sind auch. Man muss einfach damit umgehen, das ist der Preis. Und ich sag mal, wenn sich die Leute benehmen können, ist es okay. Manche können es leider nicht, aber das ist überall so. Ich fand's cool, ich habe es wirklich genossen. Vor allem mit euch. Ich glaube, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Mir hat es auch unfassbar gut gefallen, obwohl ich mich lange dagegen gesträubt habe, diesen Ort oder kurz nach der Hauptsaison zu besuchen. Es hat mich auch wirklich sehr überrascht, wie gut besiedelt die Lofoten doch sind und wie nah Camper in der Nähe der Locals übernachten, was vielleicht auch ein bisschen zu der Unbalance und der Unstimmigkeiten zwischen Tourismus und Locals führt dort vor Ort. Deswegen, ja, Manu hat es schon gesagt, nehmt Rücksicht, plant euren Aufenthalt gut und für uns hat es jetzt gepasst. Wir haben vor den Lofoten übernachtet, sind einmal durchgefahren, hatten mega Wetter, waren natürlich angeschlagen und konnten nicht so viel dort machen und haben dann die Fähre direkt wieder runtergenommen. Deswegen ja, war ein absolutes Highlight, ein Traum. Ich bin froh, dass mich die beiden überredet haben, dahin zu fahren. Und wir hoffen, euch hat das Video gefallen, mit uns durch Nordnorwegen über die Lofoten zu reisen. Und ja, liked das Video, hype das Video. Das Emoji der Woche ist Eine Sonne. Das Emoji der Woche ist eine Sonne, weil wir so viel Glück hatten und die Sonne da war. Und ja, abonniert unseren Kanal, damit ihr kein Video mehr hier aus Norwegen verpasst. Wir haben noch ein paar Highlights und dann sehen wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und damit, danke. Ende.